Einen wunderschönen Tag, meine lieben Leute. Bei mir ist es gerade dunkel, aber ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Wir starten mit dem Video über Hormone, beziehungsweise was ist das hier für eine Scheiße mit Mikroplastik? In den USA ist es schon lange bekannt. EDC. EDC, EDCs, ist bisschen, also ist auf jeden Fall schon ein bisschen bekannter als einfach nur Melatonin oder so. Nennt man auch diese Endocrine Disruptors, Chemicals. Mein Englisch ist heute wieder top. Aber davon gibt es halt eine ganze Liste, beziehungsweise es gibt ein paar ausschlaggebende Hormone, beziehungsweise Chemikalien, die wie Hormone fungieren und unser System in dem Sinne schwächen, verwirren, durcheinander bringen und manipulieren oder sogar sabotieren. Ja, ganz klar gesagt. Als erstes, was ist überhaupt dieses Endokrin? Das endokrine System, das System, was Hormone produziert. Es gibt ja zum Beispiel die Nebennieren, die zum Beispiel im Notfall Noradrenalin produzieren, um uns vor Gefahren, also vor Gefahren zu schützen, um uns zu pushen, ja. Dann gibt es zum Beispiel die Reproduktionsorgane. Ich habe hier euch ein Bild eingeblendet, ich hoffe, ihr seht das, ja. Die zum Beispiel Testosteron oder Östrogene produzieren, je nach Geschlecht, ja. Und das sind alles Sachen, die kennt man so, ne? Bauchspeicheldrüse, Glucagon, Insulin. Okay, Insulin kennt jeder, seien wir ehrlich, kennt jeder. Dieses Zuckerhormon. Zuckerhormon. Oh mein Gott, ich habe Diabetes. Alle kennen es nur von Diabetes, aber naja, auf jeden Fall, dann gibt es noch zum Beispiel die Schilddrüse. Kennt auch jeder. Dann noch die Hypophyse und Zirbeldrüse, also alles, was hier zwischen euren beiden Ohren stattfindet. Zum Beispiel Melatonin, was in der Zirbeldrüse gebildet wird. Kennt man ja auch heutzutage schon mehr oder weniger, ja. Das schöne Melatonin, was man sich morgens, nicht morgens, vorm Schlafengehen, paar Tröpfchen reinpfeift, um besser schlafen zu können. Aber das war jetzt kurz mal zum Thema, Stuhl quietscht ganz schön. Das war jetzt kurz zum Thema endokrines System. Das ist aber nicht Thema des Videos. Das Thema des Videos ist das hier. Und zwar geht es hier um Mikroplastik durch Windräder, die doch die Umwelt schützen sollen. Das ist eigentlich das Ziel, ja. Die Windräder sollen ja gute Energie produzieren, die quasi umweltfreundlich ist, nicht aus Atomkraftwerken. Energie, die sauber ist, aber hier sind wir potenziellen Gefahren ausgesetzt, über die wir eigentlich gar nicht so informiert sind, beziehungsweise ich habe den, bis, weiß ich nicht, bis vor ein paar Tagen noch gar nicht darüber nachgedacht und ich wusste es auch gar nicht, denn habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wenn dieses fette Metallteil sich die ganze Zeit dreht und wir haben ja sehr, sehr viele Insekten, Vögel und so weiter, die leben, rumfliegen, nicht nur hier, nicht nur hier die Mücke, die hier bzz, bzz, bzz macht, sondern wir haben auch natürlich Insekten, die weiter oben fliegen, wo wir nicht sind, was wir nicht sehen. Und das erkennen wir natürlich nur daran, dass wenn die Person, die diese Geräte wartet, also anschaut, repariert, Sachen ersetzt, dort mal oben ist und sich diese Blätter von diesem Windkraftwerk anschaut.
und dann feststellt, hey, hier ist irgendwie eine Abnutzung am Blatt selbst. Okay? Am Blatt selbst. Und dann denkt man sich so, okay, das ist ja kein Motor, das ist ja kein, eigentlich ist es ja kein Reifen, der sich quasi durch Abrieb abnutzt und quasi dieses Profil verliert, wie es eigentlich gang und gäbe ist, dass man das dann halt wechseln muss. Und dann schaut man, hey, warte mal. Plötzlich ist es gar nicht mehr so umweltfreundlich, wie wir alle angenommen haben. Denn auf einmal fangen wir von Anfang an, die Waldrodung für diese Windkrafträder. Zum Beispiel ganze Windindustrieanlagen werden in einen Wald gebaut. Das bedeutet, der Wald wird erstmal gerodet. Hier fängt schon die Doppelmoral bzw. das Nicht-Sinnige an. Denn wir roden den Wald, wir zerstören die Umwelt, um sie dann wieder aufzubauen. Das macht erstmal irgendwie keinen Sinn. Aber wenn wir sozusagen langfristig denken, okay, wir produzieren Strom damit, dann zahlen wir diesen kleinen Preis und bekommen dann am Ende des Tages was Größeres, okay? Wenn man so denkt, okay, schauen wir erstmal weiter, okay? Dann schauen wir, okay, durch das Drehen sterben Insekten, okay? Hört sich jetzt auch erstmal nicht so krass an, wenn man das auf einer leichtsinnigen Art und Weise betrachtet, denn es sind ja so nur Insekten, sag ich mal so, ne? Beziehungsweise so denkt man ja. Aber wenn wir zum Beispiel schauen, was für Tierarten, was für Insekten das sind, dann kommen wir zum Punkt, dass Insekten aussterben. Zum Beispiel. Insekten sterben aus einfach. Seltene Tierarten sterben aus durch umweltschützende Windkraftanlagen. Ja? Und es sind ja auch nicht nur Insekten, wie wir lesen können, dass hier eine Seite, die sich mit dem Thema tiefgreifend befasst und hier auch gut darstellt, was zum Beispiel passiert. Zum Beispiel nicht nur Insekten, Vögel, Greifvögel. Bei denen ist der Rotmilan heimisch und der wird zum Beispiel oft tot aufgefunden, neben Windkraftanlagen. Ja? Oder Fledermäuse, die tot aufgefunden werden, die plötzlich in Massen sterben im Raum der Windkraftanlagen. Okay? Aber kommen wir auch zum nächsten Thema, denn wir wollen jetzt nicht den ganzen Tag hier reden. Mikroplastikabrieb. Ja, auch auf dieser wunderschönen Seite hier. Wir gehen jetzt erstmal hier auf die Seite ein. Es gibt auch, ich zeige euch vielleicht noch ein Video. Das Video hier wird ein bisschen ausführlicher. Wir gehen tiefgreifend in die Materie ein. Ich hoffe, es ist nicht zu trocken für euch. Es soll interessant sein, ja. Ich versuche das einfach so gut zu halten, wie es geht. Und laut denen soll der Mikroplastikabrieb pro Jahr Stand 2020 bei 11,25 Kilogramm pro Anlage sein. Und geplant sind 45.000 Anlagen. Wie bitte? 45.000? Okay. Ach, okay. Bis zum Jahr 2030. Das bedeutet, dann gibt es 506.250 Kilogramm Mikroplastikabrieb im Jahr 2030.
mit 45.000 Anlagen, 500.000 Kilogramm. Ich glaube, ich lese nicht richtig, oder? Aktuelle Anlagen sind noch größer, wodurch noch mehr schädliches Mikroplastik anfällt. So, Mikroplastik, wen juckt's eigentlich so? Okay, ein bisschen Plastik hier. Wir trinken und essen ja auch aus Plastik, ist ja kein Problem, ne? Das denken wir jetzt. Das denken wir jetzt, ja? Aber, wie ich ja vorhin schon kurz angerissen habe, die EDCs, die endokrinen, also EDCs, ich weiß nicht, ob ich das vorhin richtig beschrieben habe, bzw. erklärt habe. Das sind Chemikalien, die das endokrine System, also all die produzierenden Hormone, durcheinander bringen. Ja, ich meine, jetzt haben wir ja schon Probleme mit Hormonen. Männer haben Probleme mit Hormonen. Frauen haben Probleme mit Hormonen. Männer haben es vielleicht noch nicht wirklich eingesehen, beziehungsweise es ist noch nicht so offensichtlich. Okay, doch, es ist offensichtlich. Aber viele sehen es noch nicht und bei Frauen sind ja Hormone so oder so ein größeres Ding schon, beziehungsweise ist schon bekannter, würde ich mal so, wenn ich meine Meinung hier sagen darf, sagen. Dann hören wir uns jetzt noch ein Video an von Menschen, die sich damit befassen, beziehungsweise die in diesem Themenbereich viel tiefer drin sind und auch dort arbeiten, worüber ich gerade etwas erzähle. Ja, schauen wir uns das mal einfach an. Ich zeige euch das jetzt. Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, was die gerade im Video gesagt haben, ne, dann ist das doch unglaublich. Googelt man einmal hier Windkrafträder, Blätter, Bestandteile. Was kommt hier raus? Bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ja, und überlegt mal, wie viel da runterregnen wird. Plus in Verbindung mit, dass sie die Umwelt eigentlich zerstören durch die Waldrodung, durch die Insektenvernichtung und auch die seltenen Arten, die quasi dadurch aussterben können. Ja, die ganzen Vögel, die Fledermäuse und so weiter. Ist das einfach eine Tragödie und eine falsche Richtung irgendwie. Zumindest überwiegen hier die Nachteile, die Vorteile. So kommt es mir irgendwie vor. Ich meine, ich betrachte das jetzt einfach neutral. Schaut euch mal einfach jetzt mal die Vorteile und die Nachteile an und vergleicht das mal. Wir haben jetzt so gar nicht über die Mikroplastik-Sachen, also die Auswirkungen auf den Körper geredet. Aber fangen wir jetzt damit an, oder? Fangen wir damit an. Mikroplastik. Let's go.
Wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, was die gerade im Video gesagt haben, ne, dann ist das doch unglaublich. Googelt man einmal hier Windkrafträder, Blätter, Bestandteile. Was kommt hier raus? Bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Ja, und überlegt mal, wie viel da runterregnen wird. Plus in Verbindung mit, dass sie die Umwelt eigentlich zerstören durch die Waldrodung, durch die Insektenvernichtung und auch die seltenen Arten, die quasi dadurch aussterben können. Ja, die ganzen Vögel, die Fledermäuse und so weiter. Ist das einfach eine Tragödie und eine falsche Richtung irgendwie. Zumindest überwiegen hier die Nachteile, die Vorteile. So kommt es mir irgendwie vor. Ich meine, ich betrachte das jetzt einfach neutral. Schaut euch mal einfach jetzt mal die Vorteile und die Nachteile an und vergleicht das mal. Wir haben jetzt noch gar nicht über die Mikroplastik-Sachen, also die Auswirkungen auf den Körper geredet. Aber fangen wir jetzt damit an, oder? Fangen wir damit an. Mikroplastik. Let's go. Man muss wirklich kein Experte sein, um zu wissen, dass so viel Mikroplastik, wie es überall ist, ich meine, ihr isst, ihr trinkt daraus, ihr schmiert euch das auf die Haut, ihr atmet gefühlt schon Mikroplastik. Und hier sagt auch das Fraunhofer Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik, also nicht ich sage das, ne? Also die geben hier sogar an, dass jährlich rund 15 Millionen Tonnen Zusatzstoffe, also zum Beispiel Weichmacher, und 16 Millionen Tonnen Füllstoffe zum Einsatz kommen. Dazu zählen zum Beispiel Stoffe wie Bisphenol A sowie Phthalate, die an die Umwelt abgegeben werden und abhängig von den Stoffeigenschaften eine toxische, hormonelle und karzinogene Wirkung haben. Also toxisch, vergiften, hormonelle, wie schon erklärt, und karzinogen. Ich werde schon auch alles verlinken hier, so, ne? Macht euch keine Sorgen. Die nächste Sache ist hier zum Beispiel, was Phthalate angeht, beziehungsweise BPA, haben wir hier noch die Seite Umweltbundesamt. Eine offizielle Regierungsseite von 2013 sogar schon. So 11 Jahre her. So lange gibt es schon diese Sachen, beziehungsweise die sind schon so lange bekannt, aber wir erfahren es jetzt davon. Hallo? Naja, in Amerika ist es schon viel, viel größeres Thema, weil dort viel mehr abgeht. Naja, auf jeden Fall. Ich lese einfach mal vor. Die, also DPHP wirkt im Tierversuch schädigend auf lebenswichtige Hormondrüsen, die Schilddrüse und die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse. Diese steuert wichtige Körperfunktionen und kontrolliert das Hormonsystem des Körpers. Bei DINP und DIDP steht die lebertoxische Wirkung im Vordergrund. Ich meine, was soll man dazu noch sagen? Was soll man wirklich dazu noch sagen? Die zeigen es ja schon einem. Wenn man sich mit dem Thema vertraut macht und tiefer in die Materie einsteigt, dann sieht man ja, was wirklich hier abgeht. Und wie heute kommen wir zum Knaller des Tages, meine Freunde. Das hat mich vorhin schockiert. Heute bin ich schockiert von dieser Sache. Konnte man sich eigentlich noch denken, aber es nochmal so zu lesen. Von einer offiziellen Seite Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW Nordrhein-Westfalen. Lanuf heißt die Seite. Okay. Neue Funde von Weichmachern im Kinderurin. Kinderurin. Was soll ich dazu noch sagen? Ich lese einfach mal vor. Bei einer verdachtsbezogenen Untersuchung im Herbst 2023, boah, die ist komplett aktuell, wurde die Substanz Monoenhexylphthalat
erstmals in Urinproben von Kindern aus dem Zeitraum 2020-21 gefunden. Auch in Rückstellproben aus den Jahren 2017-18 wurden die Substanz gefunden, allerdings in geringerer Konzentration. Okay, was lernen wir daraus? Wir sind in einer Zeit angekommen, in der wir auf Dinge verzichten müssen, wie Mikroplastik, Phthalate und auf die anderen EDCs. Das sind die hier, die zeige ich euch jetzt mal. Auf die anderen Sachen, wie hier Atrazin, Dioxine, Perchlorat, PFAs, Phytoöstrogene und so weiter und so fort, werde ich in anderen Sendungen, in anderen Videos noch eingehen, tiefer. Und erstmal das zum Thema Mikroplastik, sehr, sehr wichtiges Thema. Schützt euch, indem ihr zum Beispiel auf Mikroplastik verzichtet in Form von Plastikflaschen und Plastik, wie soll ich sagen, Plastik eigentlich in jeglicher Form, sei es in Flaschen. Denkt auch mal weiter. Ihr isst zum Beispiel ein Milchreis von Dr. Oetker, ein Joghurt von Dr. Oetker, ihr isst einen Alpro, ihr isst einen Kokogurt, und wenn die Windkraftanlagen so viel Abrieb haben und die Luft auch noch verpesten, dann müssen wir für unseren Körper, der heutzutage so in Anspruch genommen wird, müssen wir was tun. Wir müssen was dagegen tun, indem wir auf Sachen verzichten, die uns belasten und gleichzeitig das, was uns belastet, beziehungsweise mit dem wir schon in der Vergangenheit verseucht wurden, rausholen. Und das können wir nur, indem wir unseren Körper entgiften mit verschiedenen Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln. Und ich werde in den kommenden Sendungen noch viel dazu sagen. So viel dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich wünsche euch das Beste von ganzem Herzen.